So Leute, herzlich willkommen. Los geht's, Gereste fahren. Aber ich fahre schon ein bisschen länger. Also ich habe gestern schon angefangen zu fahren. Habe gestern live gestreamt direkt. Und heute die ganze Zeit hier Probleme mit dem Fass gehabt. Und gesucht hier wie ein Trüffelschweinchen hier durch die ganze Sache durch. Und ja, nichts zurecht gefunden. Und dann habe ich mit dem Kundensupport Kontakt gehabt. Wollte ich hier runter? Hier wollte ich runter. Ja, mit dem Kundensupport Kontakt gehabt und konnte mir hoffentlich jetzt helfen. Also jetzt ist das erstmal wieder das Fass, das erste Fass nach der Einstellung, die ich jetzt geändert habe. Das Problem war, ich habe tatsächlich nur nach dem Neustart des Treckers ging der Beschleuniger am Arm. Und komischerweise hat man das auch gehört, dass das Hydrauliksystem irgendwie Druck hatte. Also als wenn die ganze Zeit Öl angefordert wird, als wenn die ganze Zeit irgendwas betätigt wird. Aber erstmal von vorne. Herzlich willkommen und wir fahren Gereste. Gereste auf dem Weizen. Hier ist Direktsaatweizen. Und genau. So sieht es aus. Ich bin hier schon einmal hier vorne hochgefahren. Das ist sozusagen hier eine Fahrgasse. Neben uns keine Fahrgasse. Wir haben jetzt wieder 18 Meter Bohrmech. Ich habe schon im Herbst gesagt, ich werde die Schlitze nicht behalten. Die war ja quasi gemietet für ein Jahr, versuchstechnisch, videoprojekttechnisch. Und hätte die jetzt rauskaufen müssen. Ja, ich sag mal alles im Allen. War das jetzt aber nicht so, dass ich sage, jo, Schlitze muss ich jetzt unbedingt irgendwie haben, gerade weil das auch das letzte Jahr mit Grünland ist. Ich denke, im zeitigen Frühjahr, ich bin rotes Gebiet, ich darf nur noch im Frühjahr fahren. Kühle Temperaturen, denke ich, ist der Effizienzunterschied vom Bohrmech zur Schlitze gar nicht so krass. Also wir haben jetzt hier den 21. Februar, draußen sind 10 Grad. Klar, ist schon warm, der Boden, glaube ich, hat 3 oder 4 Grad, nachts ist noch eiskalt. Gestern hatten wir so Nieselregen, mussten dann aber irgendwann aufhören, weil es geschmiert hat. Und der Vorteil ist natürlich, ja, Direktsaatflächen sind ja massiv befahrbar. Das ist ja Wahnsinn, wie tragfähig die sind. Unfassbar. Also wir waren bis jetzt 12 Hektar Direktsaatweizen noch fertig. Das sind jetzt hier die nächsten Flächen. Unfassbar, wie tragfähig hier der Boden ist. Wir fahren wieder mit Applikationskarte. Ich habe mich dazu entschlossen, genau, ein bisschen mehr in den schweren Böden reinzugehen und ein bisschen weniger auf den leichten. Genau. Das ist der Punkt. Auf der Tigerdrill-Saat wird noch gar nichts gehen. Hier dahinter, was ihr so ein bisschen heller seht, das ist die Gerste, die jetzt hier steht. Hier waren die ganzen Sonderkulturen, sind 21 Hektar. Eigentlich hat das 30 Hektar das Stück, aber ist nicht komplett bis zum Ende gedrillt. Da sind wir. Also, das ist die Thematik. Wir fahren Gereste, ich fahre direkt von meiner ehemaligen Anlage und die anderen beiden Zubringer holen vom Nachbarbetrieb mit den ganzen Milchrindern. Einfach weil wir ein bisschen ja, die Behälter leer fahren müssen, können, dürfen, sollen. Und genau, deswegen sind wir hier unterwegs. Die Nährwerte sind sehr, sehr nah beieinander. Beide Anlagen liefen den ganzen Winter mit fast nur Mais und Rindergülle. Von daher, das sind marginal die Unterschiede in der Düngerbeprobung, die es jetzt gab. Viele fragen, beprobst du es erst, bevor du es aufnimmst? Ja, die müssen jetzt ja beproben. Ich musste sozusagen, also als ich noch die Anlage hatte, ja, musste ich natürlich beproben, bevor ich los war. Jetzt schreibe ich nur noch eine Nachricht, jo, ich brauche die aktuellen Düngerdaten, fertig. Hier zum Beispiel fahren wir jetzt gerade in so eine leichtere Zone rein. Sieht man, jetzt ging er da auf 21 Kubik runter, jetzt geht er auf 17 Kubik runter. Da ist so eine kleine Sandzunge. So, hier neben uns müssen wir auch noch gleich fahren, aber da reicht das jetzt nicht aus. Ich habe mir jetzt überlegt gehabt, ich habe jetzt ein Jahr Bohrmech-Erfahrung. Und ich fahre ein bisschen über die Fahrgasse hinaus. Das ist sonst immer ein bisschen das Problem gewesen. Beim drüber hinausfahren ging es ansonsten jetzt nicht. Also vom Vorgewende, da hat immer so ein kleines Fenster gefehlt. Und deswegen fahre ich jetzt drüber hinaus. Stoße ein Stück rückwärts, wie ihr seht, sieht man da gar nichts. Stoße ein Stück rückwärts und fahre jetzt da in die Fahrgasse rein. Wir haben den Dünger ja den Weizen ja erstmalig in der letzten Folge versorgt. Dazu ist noch zu sagen, in der Düngung, Leute, gibt es keinen heiligen Gral. Also da gibt es ganz viele Strategien, die alle gut sind und die sicherlich auch zu Erfolg führen. Und nur weil Hannes irgendwie, keine Ahnung, Schwefelsäure und Ammoniak fährt in der ersten Gabe, ist es jetzt kein Muss.
Was man aber natürlich verstehen muss, beziehungsweise wie funktionieren Nährstoffe, wann werden die verfügbar, wann nicht und wie kommt man zu seinem Weg. Ne? Das ist eigentlich auch nochmal ein komplettes Video wert, um sich damit zu beschäftigen. Also viele haben jetzt gefragt, nutzt du gar kein Kass? Ich habe viele Jahre Kass genutzt und in der ersten und zweiten Gabe in meinen Standorten ist es natürlich eine geile Sache, weil wir halt super wenig Wasser hier haben. Macht das schon Sinn, natürlich. Aber muss bloß nebenbei ein bisschen die Fahrgäste finden. Macht das schon Sinn, aber der Punkt ist halt, Kass ist unfassbar teuer. Also der Rest, der mir jetzt an Kass angeboten wurde, war wie 600 € die Tonne und hat 27% Stickstoff, quasi 270 Kilogramm pro Tonne sind Stickstoff. Und ich habe jetzt gekauft 550 € die Tonne Harnstoff. Da sind 46, also 460 Kilo drin. Also 200 Kilo mehr für weniger Geld. Harnstoff hat aber den Nachteil, dass es halt gewissermaßen Feuchtigkeit braucht zum Umsetzen, dass es zeitverzögert braucht. Ja, das sind alles die Für und Wider vom Harnstoff. Ich glaube, ich fahre lieber in die nächste Fahrgasse rein. Hier war so eine komische doppelte Fahrgasse. Da will ich gar nicht fahren. Da kann ich mich nur für die falsche entscheiden, auf der Seite bei der Fahrgasse. Das kam zustande, weil der Trecker da kein ETK hatte, weil die Mobilfunkkarte abgelaufen war. Aber der Punkt ist, deswegen nutze ich kein Kass. Aber ansonsten ist Kass eine sehr, sehr gute Alternative, gerade für die zweite, dritte, vierte Gabe im Getreide. In dem Zeitraum, wo wir wenig Wasser haben. Wir brauchen wenig Wasser, um das in Lösung zu bekommen. Letztendlich holt es aber nicht den quasi, also Hannes ja auf quasi zu sagen, letztendlich holt es aber nicht den doppelten Preis raus, muss man echt sagen. Also muss man sich ein bisschen Alternativen überlegen und ja, Harnstoff ist in dem Sinne immer ein guter, günstiger Faktor. Man muss da aber auch wirklich bei der Witterung wirklich aufpassen, eventuell mal vielleicht nachts im Tau streuen, um die Feuchtigkeit da mitzunehmen, um nicht die pralle Sonne zu haben. Ne? Das ist so ein bisschen die Problematik. Inzwischen wird ja mit Urease-Hämmer gefahren, damit sind die Probleme ein bisschen kleiner geworden gegenüber der Ausdunstung, aber Gen 0 sind die ja dann trotzdem noch nicht. Bei den Gärresten ist es so, also viele fragen ja auch, warum nutzt du zum Beispiel keine Gärreste im Raps? Bei den Gärresten ist es so, die sind zeitverzögert. Ist ja sozusagen Ammoniumdünger und der setzt sich sehr zeitverzögert um. Alles ist in Organik irgendwo gebunden. Ein Teil ist schnell verfügbar, ein Teil langsam verfügbar. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das Ganze geht in so einer Freisetzungskurve. Also irgendwann ist das Maximum freigesetzt und dann baut sich das wieder ein bisschen ab. Und auch Gärreste über Jahre geben die immer noch Stickstoff frei. Und dann gibt es Pflanzen, die können das wunderbar aufnehmen. Sommerkulturen, Mais, Sonnenblumen, alles das, was hinten raus sehr weit noch wächst, weil das Maximum ist irgendwann Ende Mai, Juli sogar noch geben Gärreste dann ihre Nährstoffe frei. Und beim Raps ist es so, wenn der in der Blüte ist, dann muss der schon das Maximum an Stickstoff aufgenommen haben. Weil danach kommen nur noch Umlagerungsprozesse und Marginalaufnehmprozesse, die er braucht. Das heißt, wenn das Gärrest das Maximum freisetzt, ist der Raps eigentlich schon längst satt. Das heißt, beziehungsweise der muss dann schon satt sein. Deswegen passt das gar nicht gut zusammen. Im Weizen wohl schon noch eher, weil der hat noch hinten draus bis zur Kornfüllung, wo er wirklich Protein braucht. Aber das geht auch nicht bis Maximum. Wir können ihn nicht hundertprozentig mit Gärresten versorgen, weil dann haben wir vorher zu wenig Nährstoffe. Wir brauchen ja auch, diese Kurve muss entsprechend der Freisetzung immer dem Ganzen, also muss sich immer ergänzen sozusagen. Deswegen haben wir die Kombination, dass wir Gärreste fahren, ein Teil, wir haben diese Freisetzungskurven. Und wenn das Getreide kurz vorher schon den Bedarf hat, das decken wir dann gezielt mit Mineraldünger ab, um diese Schwächen abzufangen von dem Gärrest. In den Sommerungen funktioniert es ja auch 100% Gärrest, habe ich ja auch letztes Jahr Mais gezeigt, 100% mineralisch abgedeckt, organisch abgedeckt. In der Gerste sieht es zum Beispiel wieder ein bisschen schlechter aus. In der Gerste kriegen wir wieder nicht das Maximum erreicht. So, und dann macht es auch keinen Sinn, 30, 40 Kubik zu fahren. Klar, wenn es dauerhaft nass ist und die ist bis zum Ende quietschgrün, sieht die Welt nochmal anders aus. Aber hier in meinen Regionen, wo, sag ich mal, bis Ende April das Maximum an Nährstoffe irgendwo gefallen sind, funktioniert das nicht richtig. Deswegen bekommt die Gerste bei mir auch deutlich weniger Gärreste. Ich fahre lieber ein bisschen mehr im Weizen rein, der kann es hinterher im Protein verwerten. In der Gerste ist Protein nicht wirklich sinnvoll, in der Braugerste sogar nicht gewollt. So, ich pumpe mal.
Die Thematik mit den Nährstoffen, muss man sagen, die ist so komplex, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen. Ein Punkt ist auch, glaube ich, den viele fragen, auch die viele gefragt haben, Ammoniumdünger mineralisch, organisch. Also jetzt im Gäros ist ja auch der größte Anteil Ammoniumdünger. Trotzdem ist das noch ein Unterschied zu mineralischer Ammoniumdünger. Also der in der Organik, der ist trotzdem ein bisschen gewissermaßen an Organik gebunden. Der mineralische ist wirklich freier Ammonium, der sofort in die Lösung geht, der sich an Tonteilchen anheftet und der auch sofort pflanzenverfügbar ist. Deswegen ist das auch ein Unterschied, zum Beispiel, ob ich mit stabilisierten Alzon fahre oder ob ich jetzt mit Gärresten arbeite. Das ist auch wieder nicht dasselbe. Weil viele haben auch gefragt, kann man denn auch mit Alzon arbeiten? Man kann mit allen im Prinzip arbeiten. Und im Prinzip gibt es ganz viele Wege, um das Maximum rauszuholen, beziehungsweise auch um das beste Ergebnis für seine Böden zu haben. Man muss da ein bisschen ausprobieren, ein bisschen rantasten. Einige haben auch die Strategie, zum Beispiel mit Alzon die komplette Menge hinzuwerfen, weil es ist ja stabilisierend und ist ja sozusagen langzeitaktiv. Die Thematik, die ich aber nur auf meinen Böden habe, ist einfach, mir fehlt irgendwann auch das Wasser. Ich habe dann keine Entscheidung mehr zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf die restliche Düngung, weil es macht keinen Sinn mehr, es ist alles abgestorben. Und auch wenn Alzon stabilisiert ist, kommt irgendwann trotzdem die Nitratumsetzung. Ich bin auf einem sandigen Boden, der neigt doch zur Verlagerung. Das heißt, auch im Mai können wir auch mal 50, 60, 100 mm bekommen, haben wir auch schon mal bekommen. Auch da gibt es auf meinen Böden, kann es zu Problemen kommen und zur Verlagerung kommen. Auch wenn es stabilisiert ist, wird es trotzdem irgendwann umgesetzt. Ist schon ein bisschen was anderes, als wenn es sehr, sehr zentriert liegt, wie zum Beispiel wie im Gärrest beim Striptive-Verfahren. Wenn es stabilisiert ist, dann ist es ja in einer sehr hohen Konzentration stabilisiert. Und der Nitrifikationshemmer ist auch nochmal sehr, sehr konzentriert auf einen Punkt gegenüber einer Breitverteilung. Da wird er dann doch irgendwann mal abgebaut von den Bakterien. So wie, glaube ich, zur Düngung zu sagen und zu welcher Strategie man fährt und arbeitet. Bei mir ist es dieses Jahr, also was wirklich gut funktioniert, ist einfach die Nährstoffversorgung mit den Sensoren oder mit dem Sensor, also der Isaria. Ich habe jahrelang mit dem Yara gearbeitet und der sieht da wirklich gut die Unterschiede, wie gut sind die Flächen versorgt und wie viel Nährstoffe braucht er noch und wie viel Nährstoffe braucht er nicht. Ich habe mir zum Beispiel da drüben, habe ich mir gedacht, da wird Hannes für euch einen Versuch machen mit unterschiedlicher Versorgungsintensität. Ich werde 10 Kubik fahren, eine Fahrspur, und ich werde 40 Kubik fahren, eine Fahrspur. Und wir gucken einfach mal, was der Sensor dazu sagt, wie groß die Unterschiede nachher in der Düngung sind, die er da ausgleichen will und möchte. Natürlich muss man da wissen, dass das alles zeitverzögert passiert und auch gewisse Wetterungseffekte entstehen können, dass ja, ganz viel Nährstoff aus dem Gäres freigesetzt werden und nein, die meisten kommen erst zu spät. Also das muss man auch wissen, wenn man diesen Versuch macht. Ich will euch in erster Linie da nur veranschaulichen, dass der Sensor da Unterschiede sieht. Bin mir ziemlich sicher, dass das passiert. Beim Yara war es auch so. Da konntest du sehen, wenn du mal eine Spur nicht gefahren bist oder wenn du mal eine Spur doppelt hattest oder so, der hat das sofort gesehen. So, wir sind hier gleich voll. Hier sauge ich nur mit Vakuum. Wenn die Zubringer kommen, natürlich mit Arm und Beschleuniger, geht bedeutend schneller als jetzt hier nur im Vakuum. Wir haben natürlich hier auch Schaum und hier muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man den Schlauch auch immer wunderbar schön leer bekommt. Sonst hat man da die Modderei. Ich kuppel das mal gleich ab und dann kommen wir wieder zusammen. So, einige fragen ja übrigens, wie sieht es mit dem Nachbarinnenstall aus? Da, das ist der Status. So, wir sind bei der Thematik, Gäres. Wir sind ja beim Boomich. Und ich habe seit gestern die Probleme gehabt. Ich konnte beim ersten Fass des Tages, oder beziehungsweise nachdem der Schlepper aus war, kann ich mit Beschleuniger saugen. Danach geht es komischerweise nicht mehr. Und das Fass hat die ganze Zeit irgendwie auf Druck gearbeitet. War nicht so nice. Und dann haben wir wirklich rumprobiert und ich habe halt festgestellt, dass das nur auftritt mit diesem 0 und 1 Programm. Das ist sozusagen, startet er ein festgelegtes Programm, welches man vorher festgelegt hat. Also klapp jetzt das Gestänge runter, mach jetzt den Luftzug auf, starte die Ausbringmenge, starte den Verteilerkopf. So, das macht er. Und wenn ich da das Ganze wieder aufhebe, dann kann ich ihm das Ganze rückwärts sagen.
Jetzt war das aber nach dem Aufheben immer so gekommen, dass das Fass dann permanent Öl genommen hat. Und habe dann heute ein bisschen telefoniert. Und das Verrückte ist, man kann ja alles festlegen. So, wenn ich da oben, wenn ich da auf Stoppzeiten gehe, ne, habe ich da meine ganzen Zeiten. Also senken halt ein, so, Stopp, heben, X, Y, Z. Also alles ist da, ich kann alles wirklich belegen. Und jetzt hatte ich hier bei Heben 0 und 0. Weil meine Logik ist, Heben, also der erste Punkt ist, wann soll er damit anfangen? 0 heißt eigentlich sofort. 5 heißt wie lange. Das heißt, wenn hier zum Beispiel steht Entlüftung zu, 20 heißt nach 2 Sekunden. Für 3 Sekunden. So ist das zu verstehen. Also zurückklappen zum Beispiel sofort für 10 Sekunden. Heben hatte ich 0 und 0. Aus meiner Logik, wie alle anderen auch, 0 und 0 heißt, wird nicht betätigt. Also er wird nicht ausgelöst. Nach 0 Sekunden für keine Zeit. Was ich aber nicht wusste, dass es in der Programmierung da einen Unterschied gibt bei Heben. Das heißt, 0 und 0 heißt sofort und dann für unendlich würde er heben. Das macht natürlich einen Unterschied, gebe ich ehrlich zu. Und deswegen ging das die ganze Zeit auch nicht. Naja, habe ich ein bisschen telefoniert mit Venus. Die haben mir wirklich super geholfen. Den habe ich Bilder davon per E-Mail geschickt, hier von meinen ganzen Einstellungen, bin das alles nochmal telefonisch durchgegangen. Und man hat hier auch ein schönes Menü. Und zwar da bei Service, hier. Hier kann man sehen, welche Steuereinheit gerade betätigt wird. Hier bei 1 und 2 zum Beispiel, wir haben hier gar nichts. Also gerade macht das fast nichts. Das sind die ganzen Steuereinheiten und Ventile. Und wenn das gelb leuchtet, dann wird das permanent angesteuert oder nur für Kurzzeit. Und die 1 wurde halt permanent angesteuert und auf der zweiten Seite waren auch noch 1, 2 Nummern, die angesteuert wurden. Das habe ich denen geschickt und damit konnten die sehen, was das Fass machen will. Und damit konnten wir das Problem behöben und haben festgestellt, ja, Hannes war selber schuld. Das habe ich mir selber gelegt, das Ei. So, ansonsten Bomech, naja, ich habe halt 27 Meter Fahrgasse und 18 Meter Gestänge. Warum kein 27 Meter Gestänge? Weil man das Angebot für einen 27 Meter Schleppschuhgestänge mit Sie ansprechen muss. Genau, weil ich halt nicht die großen Massen übers Bomech fahre, muss man ehrlich sagen. Deswegen 18 Meter und vielleicht gehe ich auch irgendwann mal hier auf 36 Meter. So war der Gedanke und dann passen die 18 ja auch eigentlich ganz gut. Und dazu noch die Moorwiesen mit 27 Meter in den Moorwiesen. Also wenn man gesehen hat zum Beispiel, wie das da mal wackelt und schaukelt, hat man auch nicht lange was von seinem Gestänge. Deswegen 18 Meter habe ich mir da genommen. Und die Problematik ist jetzt, na gut, hier bin ich halt mehrmals jetzt durch die Fahrgassen gefahren. Wir haben einmal treffen wir genau eine Fahrgasse, dann sind wir zweimal, haben aber sozusagen dann einmal zwischen uns die Fahrgassen und dann treffen wir wieder eine echte Fahrgasse. Das heißt, ich fahre die zweimal und habe dann hier zwischen die echte, die ich dann nutze für den Verkehr. Bei der Schlitze war es ja so, 9 Meter hat ziemlich perfekt gepasst. Das heißt, ich habe wirklich jede Fahrgasse getroffen und der Verkehr auf der Fläche war auch nahezu etwas geiler. Es war so, dass man die meisten Flächen eigentlich ziemlich hin und zurück kam. Weil jetzt mit dem Bomech kommen wir einmal rüber, also wären wir mit 9 Meter hin und zurück gekommen. Ja. Dazu muss man aber sagen, das war relativ steinanfällig. Also die Schlitze war relativ steinanfällig und wir haben hier wirklich Unmengen an Steine. Also da hatten wir so ein bisschen Probleme mit Scheiben und kleine Brüche. Dann wiegt das Ganze natürlich 1,5 Tonnen mehr, glaube ich, waren das. Ich glaube, das wiegt 2,3 und 3,8, glaube ich, die Schlitze. Genau, irgendwie so um den Dreh war das, genau. Vorgewende ist auch so ein Thema, weil wir im Prinzip in der Vorgewendespur eigentlich nie fahren. Deswegen hatte ich mir mal nachts überlegt, in den letzten Nachten, wie machen wir das am besten, und habe mir jetzt festgelegt, weil mit 18 Meter komme ich nicht rum. Ich muss wenigstens 1,5 Meter fahren, damit ich auf 27 Meter komme. Wegen den Wänden, weil wir einfach nicht das in 18 Meter schaffen. Und habe mir jetzt überlegt, ich fahre die ersten 9 Meter außen rum. Eine Seite schalte ich ab, dann bleibt die Fahrgasse sauber, weil die Problematik ist, wenn ich erst 18 Meter mache, ist die Fahrgasse halt nicht sauber. Mach das und dann fahre ich 18 Meter rundherum und habe halt eine saubere Fahrgasse am Ende
klar saue ich die ein, aber sonst vorher habe ich halt eine saubere Fahrgasse fürs Fahren hin und zurück. Das war mein Gedanke. So, ansonsten, Bohrmilch, wir gehen gleich mal raus, wir gucken uns das gleich draußen mal an. Jetzt, wenn der Boden natürlich weich ist, dann geht das natürlich auch relativ gut in den Boden. Man muss natürlich zeitig da sein, der Boden muss weich sein. Wenn das nachher alles wieder fester ist, dann ist das auch nicht mehr so. Letztes Jahr zum Beispiel war es ja so, kamen wir auf die letzte Tigerdrillfläche erst rauf. Da war es tatsächlich für die Schlitze schon relativ hart. Und dann kam danach auch kein Regen mehr. Also man muss sagen, bei den Gärresten kann man echt sagen, wenn die Befahrbarkeit wirklich gut ist, so früh wie möglich. Weil man muss sich im Klaren sein, welche Gefahr besteht im Prinzip bezüglich Auswaschung. Also dass es jetzt zu Nitrat umgesetzt wird bei den kalten Temperaturen, das funktioniert oberhalb von 8 Grad, ist schon sehr unwahrscheinlich, weil bis der Boden über 8 Grad hat, dauert das auch einen kleinen Moment. Dann, wenn Regen kommt, geht es ja relativ gut in den Boden und Ammonium sammelt sich so direkt an den Tonteilchen und ist dann auch nicht mehr auswaschbar und nicht mehr beweglich. Die einzige Gefahr ist, die wir dann wirklich haben, wenn wir jetzt massiv viel Regen bekommen, dass es oberflächlich abläuft. Aber wie wahrscheinlich ist das hier in meinem Nullgefälle oder beziehungsweise in meinem Geringgefällegebiet? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn wir wirklich viel bekommen, dann geht es halt eher nach unten und wir haben sehr sandige Böden. Wir haben gestern hier 10 mm gekriegt. Und davon sieht man nicht wirklich viel, muss man ehrlich sagen. So, klappen wir wieder ein. Die nächste Problematik, die ich habe, und die versuche ich nach wie vor noch zu lösen, ich kann mir mein Fass nicht mehr auf den Fan-Joystick legen. Also der Fan sagt immer, diese Funktion ist nicht verfügbar. Also das Fass scheint das nicht mehr zu haben. Aber das ging ja bis letzten Sommer. Auch auf diesen Schlepper ging es schon beim 939 nicht mehr. Und ich weiß nicht so recht, warum. Oder da ging es noch? Da ging es noch, bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls versuche ich das irgendwie hinzubekommen und da bin ich noch bei. Und da bin ich auch in E-Mail-Kontakt mit denen, versucht dann halt die Isobus-Daten mal zu löschen und dies, das, jenes. So, gucken wir mal kurz raus. Vorteil an Gärresten, die sind halt sehr, sehr flüssig. Die sind ja wie einmal komplett schon mal verdaut. Ne? Also hier zum Beispiel ist eine Spur, das ist keine Fahrgasse. Ja, wir fahren da im Groben eigentlich nur die Pflanzen ein bisschen runter, die stehen hinterher wieder auf. Und richtig tief, also tief ist es ja auch nicht. Wir haben gerade so mal einen Stollenabdruck. Also sowas sehen wir hier. Und das hat aber die Schlitze im Groben auch nicht viel besser hinbekommen. Weil wenn wir hier den Druck höher genommen haben, waren wir hier zu tief. Ja, und wenn wir das jetzt hier sehen, hier ist es ja auch offen und geschlitzt. Ja, hier jetzt ja nicht im Getreide, da rutscht der rüber, das ist ganz normal, aber hier steht es jetzt so ein bisschen drin. Nach wie vor haben wir kühle Temperaturen, wenn es die nächsten Tage regnet, ist es ja auch im Boden. Also das funktioniert schon ganz gut. Die Schlitze hat halt wesentlich die Vorteile im Grünland, weil da geht das Bohrmilch nicht durch die Narbe, da ist es deutlich sauberer. Da wird die Narbe auch dichter, muss man ehrlich sagen, da war die Schlitze wirklich gut. Und wenn es natürlich trocken ist, in der Zwischenfrucht und ein Part ist ja noch, wenn wir Direktsaat machen wollen und wir wollen im Vorfeld die Gärreste geben, dann geht es natürlich auch nicht mit dem Bohrmilch, weil das ist als Schlitzen nicht anerkannt, beziehungsweise unterliegt der Einschätzung der Ämter, wenn jemand kontrollieren kommt. Ich meine, sicherlich kann man hierzu sagen, das ist geschlitzt. Ja, das sieht ja wirklich gut aus. Aber nach Getreide, also auf dem Getreide im Bestand muss man natürlich nicht einarbeiten, ist ganz klar. Aber wenn der Acker jetzt nackt wäre, dann müssten wir es. Weil unverzüglich heißt es heutzutage nicht mehr 4 Stunden, unverzüglich. So, genau, ansonsten Weizen sieht sehr gut aus. Das, was wir jetzt machen, wirkt natürlich auch sehr, sehr verspätet. Das heißt, das, was wir jetzt machen, wirkt ganz langsam. Deswegen ist die Startgabe trotzdem wichtig im Getreide. Um es früh zu unterstützen. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, oder beziehungsweise ich habe es die letzten Jahre immer ein bisschen gemacht, bin erst Gärreste gefahren und dann die Startgabe, aber das war eigentlich immer ein bisschen zu spät für die Startgabe. Habe ich früher mal ein bisschen anders gemacht, mache ich inzwischen auch wieder so. Weil im Groben bin ich jetzt fertig, der Bestand ist gut versorgt und jetzt ergänzt sich das. Also jetzt ist es so, dass der mineralische Anteil jetzt wirklich die nächsten Tage verfügbar ist, kann langsam umgesetzt werden, zumindest wenn es anfängt zu wachsen, aber die Wurzeln sind schon, die haben weiße Wurzeln, die Pflanzen.
Viele sagen auch, warum düngt man jetzt? Die Vegetation hat noch nicht begonnen. Doch, wachsen tun die Pflanzen schon, nur ganz langsam. Und anfangs brauchen sie da wirklich auch nochmal entsprechend Nährstoffe. Wenn dann einmal die Vegetation anfängt und dann kommt dieses klassische Aufhellen, dann ist man eigentlich schon immer ein bisschen zu spät bezüglich der Nährstoffversorgung. Das will man denn ja wieder auch nicht. So, fahren wir hier die Fahrgasse hoch. Genau, also in der Hinsicht habe ich da viel Erfahrung gemacht. Da muss man auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen gesehen, es gibt zum Beispiel auch die Strategie, den Sensor zu nutzen, um die Bestände anzugleichen. Das heißt, die Flächen, wo es jetzt heller ist, ein bisschen mehr Stickstoff zu geben, als die Flächen, die es dunkler ist. Aber man muss sagen, im Wesentlichen ist es nicht so, dass die Bestände da jetzt gerade hell sind, weil ihnen da Stickstoff fehlt. Das sind gerade mal 1-2 Kilo überhaupt, die der Bestand gerade braucht, um dunkel oder hell auszusehen. Vielmehr sind da andere Entscheidungen. Ablagetiefe, Staunässe, keine Staunässe, eventuell eine Kuppe, wo der Kahlfrost mal ein bisschen döller rüberging. Das sind größere Unterschiede. Und da macht es eigentlich nichts aus, irgendwie den 10 oder 20% mehr zu geben. Weil in 2 Wochen ist er denn ja dunkel von dem Dünger, den wir ihm gegeben haben. Aber dafür braucht er nicht viel. Dafür braucht er vielleicht 10 Kilogramm Stickstoff, um wieder dunkel zu werden. Und da macht es nichts aus, ob wir da 10 oder 20 mehr geben. Also meine Erfahrung ist, entsprechend braucht man schon sehr, sehr ertragsstarke Böden, damit man dieses Angleichen mit dem Dünger hinbekommt. Also dann muss es wirklich an den Nährstoffen liegen. Ansonsten macht es immer Sinn, auf den Hochertragszonen mehr zu geben als zu wenig. Beziehungsweise so zu verteilen. Also aus meiner Sicht macht dieses Angleichen nicht wirklich Sinn, weil der Unterschied, warum es der heller ist, ist einfach nicht deswegen. So. Hier stand der Hanf vorher. Klar, jetzt stehen da noch ein paar Stoppeln, aber die stören uns nachher beim Dreschen nicht wirklich. Die sind total brüchig. Also wenn sie bis dahin überhaupt noch da sind, machen sie dann aber auch gar keine Probleme. So, Detlef guckt die ganze Zeit schon immer heute die Schieberaupe da an. Er meint, da würde er auch gerne mal eine Runde mitdrehen. Ja, also das ist der Punkt, der zu der ganzen Düngung gesagt werden muss. Also es gibt da ganz viele Strategien. Wenn man jetzt zum Beispiel Phosphor, Kali nicht mit Organik deckt, wann man das düngt, mit der Vegetation düngen, macht man im Prinzip nie was verkehrt. Ich pumpe es mal ab. Eine weitere Frage, die wir im letzten Video haben, also Torx ist wirklich sehr, sehr beliebt. Ich habe verstanden, warum das so ist. Man bekommt deutlich mehr Drehmoment drauf. Dieses Übergmuppen hat man natürlich nicht mehr, ist natürlich ein Vorteil. Zum anderen, ja, moderne Spritzen mit Pulsweitenmodulation, ja, jetzt wo ihr jetzt gesagt habt, natürlich. Kann jede Düse eine einzelne Ausbringmenge fahren, natürlich. Na klar, das geht natürlich, das ist natürlich auch ein krasser Mehrwert. Letztendlich muss man sich fragen, inwieweit macht Sinn. Also ab wann ist es natürlich Quatsch, jede einzelne Düse irgendwie einzeln zu steuern. Vielleicht macht das eher Sinn bei Reinkulturen, sowas in der Region natürlich. Aber macht es, so da war der Akku kurz alle, also macht es wirklich Sinn, Einzeldüsen. Wo es natürlich Sinn macht, ist beim Kurvenfahren, gerade so ein 36 Meter Gestänge, dreht sich bei der Innenkurve ja schon rückwärts und auf der anderen Seite natürlich mit erhöhter Geschwindigkeit. Das macht natürlich schon Sinn bei Kurvenfahren oder sowas, definitiv, das ist eine geile Sache. Und dann ist noch so ein Punkt, viele haben gesagt beim Isaria, wenn der jetzt auf beiden Seiten nur 2 Meter misst, aber man streut doch auf 27 Meter oder 36 Meter, macht doch gar keinen Sinn. Warum misst man nicht auf 36 Meter? Ja Leute, so inhomogen sind unsere Bestände dann ja nun auch nicht. Also wenn, macht das schon Sinn, das bahnweise zu machen, vielleicht, dass man rechts anders als links noch streut. Einige meinten, das kann sogar auch eventuell mein Streuer schon. Ich soll mal bei Rauch anfragen. Aber im Gesamten sind die Bestände nicht so inhomogen, dass man sagen muss, man muss auf 36 Meter messen und da einen Durchschnitt bilden. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Zumal man das dann auch technisch auch irgendwie umsetzen muss, dass man die ganzen einzelnen Bereiche da umsetzen muss. Also wenn die Sensortechnik und die Regeltechnik dahin schon mal gut funktioniert, dann haben wir schon mal einen guten Anfang auf jeden Fall. Ah, ich muss darüber. Genau, also das ist noch ein wichtiger Punkt zu sagen. Die Situation hatten wir ausdiskutiert. Was deutlich
besser dies Jahr natürlich ist ja auch, dass wir relativ früh durch sind dann, oder beziehungsweise Frühjahr. Letztes Jahr hat sie das mit Geraste ein bisschen sehr in den März reingeschoben. Das hat es natürlich mit dem Pflanzenschutz auch ein bisschen schwieriger gemacht. Da musste ich teilweise tagsüber Geraste fahren, nachts Pflanzenschutz, weil wir nicht hinterher kamen. Jetzt sieht es so aus, als wenn wir gut vorankommen, dann mit Geraste fertig sein werden und dann kann ich in Ruhe den Pflanzenschutz fahren. Ist natürlich auch angenehm, wenn die Geraste früh weg sind. Und man hat natürlich auch jetzt im frühen Stadion auch wirklich gute Chancen, dass die Geraste gut in den Boden kommen, weil sie noch mal ein bisschen Regen bekommen. Weil wenn sie einfach nur trocken oben drauf liegen, wird es auch nichts. Also dann hat uns das auch nichts gebracht. Ansonsten muss man sagen, ja, so das stufenlose Getriebe vor so einem Güllefass ist schon sehr, sehr angenehm. Ne? War mit dem 8R ja schon ein bisschen ruppiger. Dafür zieht er nicht so gut, ist logisch. Ja, also auch der 1050 war irgendwie nicht so gewaltig wie der 8R, aber unterm Strich muss man sagen, ist das schon sehr, sehr komfortabel. Und wenn das auch mit dem Joystick funktioniert, ist das noch ein Tick komfortabler. Dann braucht man hier einfach nur die Tasten drücken zum Aus- und Einklappen, aber das kriegt bestimmt die nächsten Tage auch hin. Also einfach nochmal in Ruhe, soll ich nochmal den Isobus-Speicher löschen oder werden anscheinend gerade 2 neue Fendt ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ein 900er und das andere ist, glaube ich, ein 700er. Tja, schon krass, wie groß ein 900er ist, wenn man dahinter einen 700er fahren sieht. Also ich würde schon sagen, war ein 700er. Oder fährt noch ein 900er und noch ein 700er. Ja, da sind anscheinend heute sehr viele sehr glücklich. Ja, das ist ein 700er. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, und da kommt ein 900er mit schmaler Bereifung. Der kriegt bestimmt Zwillinge oder sowas. Jo, so weit, so gut. Ach so, wir können noch mal eine Thematik, die zum Beispiel im Stream ist, ob das Fass jetzt bald geht, weil ich jetzt keine Biogas mehr habe, ist Quatsch. Ich habe gesagt, für die Landwirtschaft ändert sich gar nichts. Alles ist in Verträgen geblieben. Und nach wie vor habe ich Geraste und nach wie vor liefere ich Substrate, Häckseln, bleibt alles da. Sicherlich, wenn das Grünland jetzt weg ist, rutscht der Häcksler dann auch aus der Wirtschaftlichkeit raus. Aber das mit dem Grünland habe ich mir nun nicht ausgesucht. Das wird ja nun für mich entschieden, das kann ich mir ja nicht ändern. Wenn ich dann die Ausschreibung nicht mehr habe, dann habe ich sie einfach nicht mehr, beziehungsweise wenn ich die Flächen nicht mehr bekomme, bekomme ich sie halt nicht mehr. Also letztes Jahr Grünland, im nächsten Jahr sicherlich, wenn der Häcksler dann nicht mehr wirtschaftlich ist, dann hat er eigentlich leider Gottes auch nicht mehr seine Daseinsberechtigung hier auf dem Betrieb und irgendwie dann Lohnarbeit suchen, nur damit er auf dem Hof bleiben kann, nur damit man da irgendwie eine Null am Ende drauf hat, weiß ich nicht. Ist in erster Linie momentan nicht so interessant. Ja, Leute, ich fahre mal weiter. Ich schmeiße jetzt mir wieder den Livestream an und ich mache morgen Drohnenaufnahmen für euch. Hab das ein bisschen beim Düngerstreuen vergessen. Leider Gottes keine Drohnenaufnahmen. Aber morgen schmeiße ich euch wirklich rein und dann gucken wir, was wir morgen machen. Und die Tage muss ich auch noch Sonnenblumen holen. Schwarze kaufen wir inzwischen zu. Gestreifte sind noch unsere letzten eigenen und Gerste kaufen wir auch zu für Futtermittelhandel und deswegen. Bis dann. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe leider gestern bei den letzten Fässern festgestellt, dass einige Leitungen anscheinend verstopft sind. Leider Gottes, das gibt wohl Streifen. Und die muss ich jetzt frei machen. Ich habe hier schon die 2 habe ich schon frei gemacht. Aber bei den meisten ist es so fest, dass ich hier die Schellen mit abschrauben muss. Das ist natürlich ein bisschen alteres Material wahrscheinlich. Der stand ja nun über ein Jahr. Das Bohrmech, wir sind ja nur ein Jahr Schlitze gefahren. Letztes Jahr fuhr das Ding gar nicht. Aber dafür ging es ausgesprochen gut. Wir haben schon gedacht, irgendwelche Elektronikprobleme, aber gar nichts. Verteilerkopf war fest, aber das ist normal, wenn die stehen. Dass man denen ein bisschen nachhelfen muss, bis er das erste Mal wieder von alleine in Gang dreht, alle beide. Es sind ja 2 Verteilerköpfe drauf. Naja, sowas ist natürlich nicht so geil, ne? Wenn ein Schlauch verstopft ist, gibt es natürlich harte Streifen, wie man sieht. Da und der geht dann. Dann hat man 50 cm, beziehungsweise 25 cm ja nichts. Das ist ja 25 cm Streifenabstand. Ein bisschen können die Wurzeln sich auch aneignen. Aber zum Beispiel außen waren 2 zu, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Gerade außen, wenn man dann 2 aneinanderliegende Bahnen fährt, das ist zu viel. Das ist schöner Mist. Und mir ist das gestern erst aufgefallen.
Wenn man das Gestänge aushebt natürlich, hört es ja schon auf zu tropfen. Die Verteilerköpfe hören dann ja schon auf zu drehen. Und dann kommt aus einigen Schläuchen ja nichts raus, weil da schon der Verteilerkopf dann vorsitzt. Der dreht sich ja permanent. Und der hat dann so eine Teller, die sozusagen über eine Scheibe rutschen. Und mal haben die Schläuche sozusagen Freigang und mal nicht. Mal sind die geschlossen. Deshalb kommt nicht immer überall was raus. Also nicht zwangsläufig, wenn man anhebt. Ich habe es gestern erst gesehen. Ich bin um meinen Mast rumgefahren und habe den einmal ausgehoben, aber weiter Gereste ausgebracht. Aber hier war nur der Kopf oben dicht. Und da habe ich es gesehen, dass der Kopf da dicht war. Beziehungsweise, dass die Füße da dicht waren. Aus denen kam dann wirklich nichts raus. Ärgerlich. Genau. Aber ansonsten hatten wir jetzt bis jetzt noch nie Probleme mit dem Bohrmich, dass er irgendwo verstopft. Ich meine, wir fahren ja auch nur Gärreste. Was soll an Gärresten da schon verstopfen, ne? Aber letztes Jahr hatten wir es teilweise mit der Schlitze. Weil die Schlitze ja so eine Klemmen hat und klemmt das hier ab, den Tropfstopp. Und dann stellt man sie hin. Und dann kann das sein, dass die Klemmen, wenn man sie nicht bewusst aufmacht, haben wir es hinterher gemacht, also nachdem wir das wussten, wenn man sie dann aufmacht, nicht aufmacht, dann gehen sie ganz bisschen auf und dann läuft die Flüssigkeit raus. Und das Material setzt sich sozusagen auch in diesen Tüllen ab. Und dann waren da, weiß nicht, bestimmt 10 Stück verstopft. Aber da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ganz drüben war noch ein einziger und dann, glaube ich, haben wir es. Dann, glaube ich, war es das. Ansonsten natürlich krass, wie schnell man natürlich wieder das Fass leer bekommt. Mit dem Bohrmich. Aber das Bohrmich hat natürlich nicht dieselbe Ausbringleistung wie die Pumpe. Also ich habe mal so geguckt, ungefähr bei 9 Kubik in der Minute ist das am Ende. Da bekommen wir mehr Gereste einfach nicht durch die Schläuche durch hier. Wenn wir dann über diese Leistung hinausgehen, müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Deswegen fahre ich auch nur 9 km/h. Weil da, wo wir zum Beispiel 27 oder 28 Kubik in den Zonen ausbringen, mit 12, 13 wird es nicht mehr rauskommen. Mehr geht dann einfach nicht durch die Schläuche durch. Da muss man halt ein bisschen langsamer fahren, damit das vernünftig anpasst. Aber es sind ja jetzt auch 18 Meter und nicht mehr vorher wie 9 bei der Schlitze. So, haben wir den auch. Gucken wir mal nochmal, wie hier das noch war. Was wir uns jetzt im Nachgang noch nachrüsten wollen, sind Hähne an den entsprechenden, der ist ein bisschen hochgebogen. Hähne an den entsprechenden Fahrgassen. Haben wir eigentlich nicht gehabt, dass wir zumindest den zumachen, dass man nicht so rummottert. Muss man natürlich beim Pumpen dann immer mal aussteigen, wenn man die aktivieren will. So, gucken wir mal überall rein. Ah, der ist noch zu. Den haben wir noch. So, haben wir das auf Bild? Ja. Natürlich, die äußeren haben natürlich auch den längsten Schlauch, ist ja ganz klar, ne? Der kann sich immer mehr absetzen. Gerade auch wenn die Fässer stehen oder wenn die Gestänge steht, gibt es da ja in den Schläuchen immer mal ein paar Senken, wo sich was absetzt. Auch bei Frost. Und der Vorteil ist natürlich, wenn sich jetzt Frost ankündigt, wir haben Vakuumfass. Das heißt, wir können zum einen mit Luft die Schläuche leer saugen, einmal nach drinnen reinziehen. Und dann können wir natürlich auch einmal mit Luft das Ganze rauspusten. So, da kommt Lisi gerade zur Arbeit. Ganz gut, Lisi hat nämlich meine Drohne. Ich kam heute Morgen zu Fuß mit dem ganzen Geschleppe. Ich habe den Rucksack gehabt. Habe ich in meine Drohne reingestellt. Ich habe aber gleich erstmal noch, wir haben gleich noch Meeting bei Futter XL. Meeting, also Sitzung, Versammlung, nennt es wie es wollt. Und dann fahren wir los. Wenn es ein bisschen mehr ist, haben wir auch eine Spirale. Aber das sitzt hier alles hier unten. Und das kriegt man schön rausgeklopft. Also bei der Schlitze mussten wir es tatsächlich mit der Spirale machen.
weil wir es nicht rausgekriegt haben. Aber das kriegt man hier eigentlich rausgeklopft, beziehungsweise bis eben ging es wunderbar rauszuklopfen. Was sind denn da so eure Tricks? Gibt ja auch welche, die fahren viel mit Rindergülle. Die haben da bestimmt schon irgendwelche Equipment und Tricks. Oh, war knapp. So, da war der letzte, Leute. Dann können wir wieder fahren. Zubringer sind schon seit heute Morgen unterwegs. Fahren wieder für den Nachbarbetrieb. Warum war auf der anderen Seite eigentlich hier so ein Schutz drumherum und hier nicht? Was ist da los? Wenn man die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten arbeitet, leckt natürlich die Nase auch die ganze Zeit. Ansonsten schön kalt heute Morgen. Perfekte Bedingungen für Gerste ausbringen. Nächste Woche soll es auch wieder Frost geben. Sieht auch so aus, als wenn das so viel Frost gibt, dass die ganze Nacht bzw. tagsüber wieder nicht auftaut. Ist natürlich dann nicht so geil, ne? Dann kommen wir gar nicht mehr voran, aber wir haben ja schon ein bisschen Vorsprung gegenüber letzten Jahr zum Beispiel. Spritzen kann ich dann eh nicht, wenn es so kalt ist. So, dann waren alle wieder frei. So Leute, dann bis später. So, 10 Uhr, 1,5 Stunden haben wir gesessen. Dauert natürlich ein bisschen, was wir da alles so besprechen müssen. Ja, im Prinzip gehen wir da mal so die ganze Woche durch bei Futter XL. Was liegt an, welche Waren kommen, was geht. Ja, zusätzlich haben wir natürlich noch so ein bisschen als Thema, welche Werbung machen wir jetzt im Frühjahr, was machen wir im Frühjahr, was bewerben wir, welche Produkte gehen eventuell raus. Auch wir mit dem Online-Versand bei Futter XL haben extrem mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Also obwohl Dezember war noch sehr, sehr gut. Also Dezember war gut, gerade mit Sonnenblumen haben wir echt viel verkauft, Winterstreufutter echt viel verkauft. Aber davor muss man schon sagen, Juni bis November war schlecht. Also nicht schlecht, aber war nicht gerade wirklich gut. Eine Seite ja dann nicht richtig eingeklappt. Macht er beim Bomek öfter mal, wenn es kalt ist. Ja, genau. Also war schlecht, Dezember war wieder ganz gut und Januar, Februar ist komplett krass eingebrochen, muss man echt sagen. Also wir haben gerade mal 1/3 von der Auftragslage wie letztes Jahr. Und dazu sind noch sehr, sehr viele Güter teurer geworden. Also Kartons sind krass gestiegen, das ist inzwischen ein richtig teures Produkt. Also wir sind mal bei Cents pro Karton gewesen. Jetzt ist man da deutlich über 1 Euro. Auch der Versand mit DHL oder mit anderen Dienstleistern ist deutlich teurer geworden. Ja, und wenn man sich dann teilweise auf Plattformen mit anderen vergleicht, muss man sagen, also bestimmte Güter brauchen wir gar nicht mehr einkaufen, weil wenn wir die zu demselben Preis verkaufen würden, machen wir einfach miese. Also gerade Produkte von anderen Herstellern, da bleibt wirklich nicht 1 Cent mehr hängen. Personal wird ja auch immer weniger, deswegen also auch Produkte für 1 Euro pro Sack braucht man da auch nicht unbedingt mehr verkaufen. Also so viel das. Genau, wir konzentrieren uns jetzt im Frühjahr so ein bisschen, was ganz gut läuft, Pflanzkartoffeln. Also Pflanzkartoffeln kann man jetzt so online bei uns bestellen. Auch die sind so krass teuer geworden, ist unfassbar. Also wie teuer Pflanzkartoffeln im Einkauf geworden sind, so haben wir die vor 2 Jahren verkauft für den Preis. Genau, aber Pflanzkartoffeln online, mal gucken, Dünger online, auch gerade die Leute, die im eigenen Garten und so, haben wir natürlich auch den Dünger, den wir auf den Feldern streuen, also als gesackte Ware gibt es den natürlich auch zu kaufen. Und der hat natürlich inhaltstechnisch deutlich mehr Inhaltsstoffe als zum Beispiel, was man im Baumarkt sieht. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel NPK, also ein Stickstoff-Phosphor-Kali-Dünger, wenn man so im Baumarkt guckt, da gibt es ganz viele so Blaukorn oder was man da so sieht, da wird halt ein 888, also jeweils 8% von allen. Und wir haben zum Beispiel 15, 15, 15, also nahezu das Doppelte drin. Und wenn man pro Kilo vergleicht, ist es deutlich weniger. Auch gerade so Rasen-Langzeitdünger, was der Baumarkt ja als Langzeitdünger verkauft, ist ja meistens auch nur Ammoniumdünger, der einen da als Langzeit verkauft wird. Auch da sehr, sehr teuer, wenn man da auf den SSA zum Beispiel geht, auf Schwefelsäure und Ammoniak, hat man einen schönen dunklen Rasen. Gerade mit dem Schwefel in Kombination und wirklich hohe Nährstoffgehalte. Was wir zum Beispiel bei meinen Eltern auch festgestellt haben im Rasen, die haben jetzt 2 Jahre Roboterrasen. Wenn man den im Frühjahr normal andüngt und dadurch, dass er ja jedes Mal
die Blattspitzen abschneidet und fallen die wieder runter, hat man ja einen nahezu geschlossenen Nährstoffkreislauf. Also was uns da aufgefallen ist, man muss dann fast nicht mehr richtig nachdüngen die ganze Saison, weil der Rasen bleibt wirklich schön dunkelgrün. Kann man vielleicht Minimengen alle 8 Wochen mal raufschmeißen, damit er richtig schön satt bleibt. Ansonsten braucht man da nicht viel machen. Also das Dunkle kommt auch wirklich durch eine häufige Schnittfrequenz. Ja, das sind so die Problematiken, die wir natürlich gerade haben. Und wir beschäftigen uns intensiv auch mit Werbung schalten, mit AdWords schalten. Man muss sagen, das sind Thematiken, mit denen wir uns lange nie beschäftigen mussten, weil Futter XL immer von sich aus organisch gewachsen ist, war der Markt immer groß, aber momentan ja, fragt man sich auch, liegt es nur an uns oder liegt es auch an anderen Firmen. Aber gestern zum Beispiel sieht man in den Nachrichten, Zalando muss tausende Leute entlassen, weil der Markt so doll eingebrochen ist. Also scheint schon generell wenig Geld im Markt zu sein für solche Artikel. Leute, die bei uns einkaufen, erzählen uns, sie haben teilweise viel geschlachtet. Also viel geschlachtet von Hühnern, von Enten, weil es einfach zu teuer geworden ist. Sie haben Wellensittich aufgegeben zu halten, weil es einfach zu teuer ist. Also man hört das schon aus allen Regionen, dass da vieles aufgehört wurde, weil es auch einfach teuer ist. Tja, Leute. Aber was sollen wir machen? Wir müssen ja irgendwie weitermachen. Hängen ja Arbeitsplätze dran und wir sind ja auch für die verantwortlich. Also auch das gehört ja dazu. Man hat ja eine Verantwortlichkeit auch für andere Leute, demzufolge für den Arbeitsplatz zu sorgen. So Leute, da sind wir wieder. Wochenende, wie geil. Hannes erzählt euch noch ganz stolz im Vlog, dass Lisa ja die Drohne mit ins Auto mitgenommen hat und ja, da blieb sie dann letztendlich auch. Hannes hat leider keine Drohnenaufnahmen gemacht von dem Gerestephana. Wir fahren ja nächste Woche wieder. Ich war diese Woche, Rest der Woche noch Transport fahren. Sonnenblumen habe ich geholt für den Futtermittelhandel. Ich habe Gerste geholt. Ich hole Montag früh noch die gestreiften. Unsere eigenen, die schwarzen sind schon zugekauft. Ne? Genau, das ist es vorerst für diesen Vlog. Montag geht es weiter in der nächsten Folge. Ganz spannend. Wir haben eine Heckenschere von Düker da. Die probieren wir noch 2 Tage aus, solange man darf. Da fahren wir noch mal durch, gucken uns den Rand an. Die sieht relativ solide schon aus. Die steht schon bei mir auf dem Hof. Sie sieht relativ solide aus, ganz spannend. Sieht auch so aus, als wenn die ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich weiß, ich habe das schon mal mir persönlich als Thema gemacht. Habe mir vor 3, 4 Jahren mal was anbieten lassen. Das war irgendwie 17.000 € für einen Teleskoplader. Und habe dann gedacht, 17.000 € ist aber eine Menge Holz. Und ich weiß nicht, wie viel das heutzutage kostet, aber inzwischen muss man sicherlich auch das Angebot mit Sie ansprechen. Aber das werden wir in der nächsten Folge hören. Da werden wir das Ganze mal auf den Zahn fühlen, wie viel man da momentan wohl ausgeben muss. Soweit, so gut erstmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag heute, wenn ihr es guckt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.